Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Rosenberger OSE. Ich bin heute im schönen Augsburg in unserem Headquarter und habe hier meinen Kollegen, den Harald Jungbeck, bei mir. Seines Zeichens Produktmanager in unserem Hause, seit 30 Jahren im Rechenzentrumsmarkt und ja, Koryphäe auf dem Gebiet der Glasfasertechnik. Und Harald wollte ich heute die Frage stellen, was es mit diesen MDCs und SNs Stecker auf sich hat. Viele Kunden fragen danach, weil diese Stecker gerade auf den Markt schwemmen. Wie sieht da die Lage aus? Dazu zeige ich was. Hier oben haben wir den MDC-Stecker von der Firma US Connect, hier den SN-Stecker von der Firma Senko. Beide gehören zur neuen Kategorie VSFF, Very Small Form Factor Stecker. Weshalb es die gibt und wozu es die braucht, zeige ich an einem weiteren Beispiel. Die Initiale, der Grund, weshalb diese VSFF-Stecker MDC und SN entwickelt wurden, lag schon ein paar Jahre zurück. Folgendes: optische Transceiver. Um höhere Datenraten zu übertragen, als über klassische Duplex-Anwendung möglich ist, braucht es Parallelisierung. Das wird klassisch mit Transceivern gemacht, die ein MTP-MPO-Steckgesicht haben. Hier zum Beispiel so ein Okto, 8 Fasern, über sogenannte 4 Lanes wird hier parallelisiert, um zum Beispiel heute auf 400 Gigabit zu kommen. 100 Gigabit pro Lane über klassisch den guten alten MTP-MPO-Steckverbinder. Das Ganze macht man zunehmend über solche Transceiver, die, wie der hier, 4 MDC-Ports haben oder alternativ 4 SN-Ports. Warum der Unterschied? Warum diese beiden Bauformen? Warum macht man es nicht weiter so? Warum wurden diese Stecker hier entwickelt, um diese Transceiver so bauen zu können? Der Grund ist der Port Breakout. Der Port Breakout direkt vom Transceiver weg. Hier, wenn Sie Port Breakout, also die 4 individuellen Ports, abgreifen wollen, brauchen Sie dann ein Harnessgebilde, eine Kassettenstruktur. Hier können Sie direkt vom Transceiver weg mit einzelnen Patchcords die einzelnen Ports wegführen, Port Breakout abgreifen. Das ist der Hauptgrund, weshalb diese neuen kleinen Stecker MDC und SN entwickelt wurden. Dann ist es noch so, es handelt sich um robuste Keramiktechnologie. Es sind drin die eigentlich vom MU stammenden, vom LC übernommenen 1,25 mm Keramikferulen, mit all ihren Vorteilen: robust, niedrigerer Insertion Loss, robusterer, höherer Return Loss als mit MPO, MTP-Technologie möglich. Harald, zum Thema Nachhaltigkeit. Wie kann dieser Systemwechsel zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in den Rechenzentren beitragen? Ja, signifikant. Ich denke, das ist der größte Hebel überhaupt. Folgendes: Wir nehmen wieder das Beispiel und sagen, das sind beides 400 Gigabit, Single Mode, 500 Meter Transceiver, 400G, DR4 wird ein sehr dominantes Protokoll werden. Und wenn ich das mit diesen QSFP Double Densities hier abbilde, dann habe ich jeweils nur 8 Watt. Nimmt 8 Watt Leistung auf, gibt entsprechend wenig Wärme ab. Wenn ich das klassisch mache, wie es bisher auch möglich ist, ich habe dann alternativ 4 einzelne QSFP DD-Transceiver mit 100 Gig Single Mode mit einem LC Duplex Interface, dann habe ich 4. Und da hat jeder 4,5 Watt. Das heißt, ich habe in Summe 18 Watt mit entsprechender Wärmeleistung versus nur 8 Watt bei dem oder bei dem. Also das ist der ganz große Hebel, die Transceiver-Technologie hier, weniger Leistung, weniger Abwärme und natürlich die Chassis, die Switche, die Server
in die dann eingebaut werden. Logisch, die brauchen weniger Platz als die 4 und die Hardware selbst ist dann auch wieder effizienter und das ist der ganz große Hebel. Das ist der Treiber. Ja, da wird entsprechend weniger Strom im Rechenzentrum benötigt, sowohl für die Leistungsaufnahme wie für die Kühlung. Verstehe. Dann leisten die Stecker natürlich ihren Beitrag in der passiven Infrastruktur. Durch die Verdichtung? Durch die Verdichtung. Sehen wir hier unser Port Density Rack. Fangen wir hier an. Maximal möglich heute 4 Reihen mit LC Duplex oder auch mit MTP. Klar, mit den Push-Pull-Boot-Varianten. Es gibt 96 Ports pro Höheneinheit. Wenn das LC Duplex ist, dann sind es 96 Duplex-Ports. Das war es dann physikalisch. Wenn es mit MTP ist, dann kann man sich vorstellen, man macht so ein CD-ZIM-MTP da rein, dann sind es dann 8 Duplex-Ports pro MTP. 96 davon gibt natürlich eine gigantische Zahl an Duplex-Ports, die ich so abbilden kann. Wenn man das aber nicht möchte, sondern bei Duplex Keramiktechnologie bleiben, dann bieten nämlich diese neuen Stecker, diese VSFF, Very Small Form Factor, genau, die Möglichkeit, die Portdichte im Panel zu erhöhen. Nochmal zurück, 96 Port, hier der Klassiker 72 mit LC Duplex und mit MDC und SN haben wir problemlos 128 Ports im Panel. Das ist sicher groß und dicht und eng. Man muss da beim Patchen ein bisschen üben und umdenken. Aber es ist handelbar, es ist machbar. Und somit ist das deren Beitrag zur Verdichtung. Weniger Rackspace-Verbrauch, somit weniger Flächenverbrauch. Oft halt natürlich in der wertvollen, gekühlten Umgebung. Ja. Und das ist natürlich auch Schonung der Ressourcen, ja, und erhöht somit in der passiven Infrastruktur durch Verdichtung die Nachhaltigkeit von dem Rechenzentrum. Harald, vielen Dank für deine Ausführungen. Falls Sie Fragen zu diesen Themen haben, sprechen Sie uns an. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie unserer Webseite und ich freue mich auf das nächste Video. Vielen Dank. Danke auch von mir.